die Airsoft einfach so auf die Rücksitzbank im Auto und ab zum Feld, kannst du nicht machen. Selbst wenn du die Waffe transportierst, führst du sie. Da kannst du nicht einfach machen, was du willst. Es sind Waffen, da gelten einfach Vorschriften. Transport von Waffen, das zentrale Thema, das uns alle betrifft. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie wir Schusswaffen transportieren müssen, muss uns was klar sein. Wann immer wir eine Schusswaffe transportieren, bedeutet das, dass wir diesen Gegenstand führen. Denn führen bedeutet nichts anderes, als die tatsächliche Gewalt darüber auszuüben, und zwar außerhalb meiner eigenen Wohnung, meines eigenen befriedeten Besitztums, meiner Geschäftsräume oder einer Schießstätte. Das bedeutet für uns, wann immer wir uns außerhalb dieser genannten Örtlichkeiten mit unserer Schusswaffe am Mann befinden, führen wir diese Waffe. Und hier ist es auch völlig egal, ob die Waffe direkt am Mann getragen wird, im Holster zum Beispiel, oder ob diese Waffe zum Beispiel in einem Koffer, ja auch in einem verschlossenen Koffer sich befindet. Selbst im Koffer am Mann, den du trägst auf der Straße, übst du nach wie vor die tatsächliche Gewalt darüber aus. Wir wissen alle, der Gesetzgeber will nicht, dass mit Schusswaffen einfach so draußen umhergelaufen wird. Deswegen brauchst du dafür eine Erlaubnis. Wir kennen alle den Waffenschein. Und hier ist es völlig unerheblich, ob wir über erlaubnispflichtige Feuerwaffen reden oder über unsere Airsoft-Waffen mit FM5-Eck, die ja von der Erlaubnispflicht freigestellt sind. Es gilt für alle Waffen das Gleiche, die gleichen Bedingungen beim Transport, die wir uns jetzt dann gleich näher anschauen werden. In diesem Video soll es aber nicht um erlaubnispflichtige Feuerwaffen gehen. In diesem Video geht es um unsere Airsoft-Waffen. Aber selbst hier müssen wir unterscheiden, und zwar einmal zwischen den Airsoft-Waffen, die mehr als 0,5 Joule haben, bis 7,5 Joule mit FM5-Eck, und den Airsoft-Waffen, die weniger als 0,5 Joule haben und grundsätzlich erstmal vom Waffengesetz ausgenommen sind. Wir beginnen mit den FM5-Eck Airsoft-Waffen. Airsoft-Waffen sind hier definitiv das Hauptthema. Das, was Sie aber jetzt hören, das ist natürlich gleichermaßen anwendbar auch auf zum Beispiel Home-Defense-Waffen oder Luftgewehre mit FM5-Eck. Du hast also gehört, wenn du die Waffe auf der Straße bei dir hast, dann führst du diese Waffe selbst im Koffer. Zum Führen brauche ich eine Erlaubnis und fragst dich jetzt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Du gehst zur Behörde, beantragst eine Erlaubnis, dass du die Waffe führen darfst. Dann sagt die Behörde nur, bitte gehen Sie wieder. Hier fehlt komplett die Grundlage. Für Airsoft-Waffen gibt es kein Bedürfnis, das rechtfertigt, diese Waffe draußen zu führen. Dann gehst du wieder und sagst, wie soll ich denn jetzt von zu Hause zum Airsoft-Feld kommen? Und dann sage ich dir ganz einfach, schau ins Waffengesetz, das tun wir jetzt gemeinsam. Und zwar in den Paragraph 12. Da steht nämlich Folgendes: Eine Erlaubnis zum Führen von Waffen bedarf nicht, wer diese nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen befördert, sofern der Transport der Waffe zu einem von seinem Bedürfnis umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit erfolgt. Ich weiß, es ist immer ein riesen Streitpunkt. Viele Leute sagen immer, nein, Transport ist nicht führen, das ist was anderes. Und dann sage ich, schau doch ins Waffengesetz. Sag mir, wo steht hier irgendwas von transportieren in der Anlage, bei der Aufzählung, erwerben, besitzen, führen, herstellen und so weiter. Da findest du nur das Führen. Und ein weiterer Hinweis ist eben, wie gerade gesehen, im Paragraph 12, denn hier steht eindeutig, eine Erlaubnis zum Führen bedarf nicht. Wer und so weiter, das haben wir gerade schon gesehen. Also zerpflücken wir jetzt einfach mal diesen Passus und schauen uns genauer an, was diese einzelnen Begriffe bedeuten. Denn hier finden wir die Hinweise, wie wir eine Waffe führen dürfen und müssen, wenn wir diese Waffe transportieren wollen, als wenn wir sie ohne Erlaubnis zum Beispiel von uns zu Hause zum Airsoft-Feld bringen möchten. Wir haben gehört, wir dürfen diese Waffe führen, wenn sie zum Beispiel nicht schussbereit ist. Was bedeutet schussbereit? Hier schauen wir ebenfalls wieder in das Waffengesetz und zwar in die Anlage 1. Hier finden wir einen ganz klaren Hinweis darauf, wie der Ladezustand der Waffe sein muss bzw. nicht sein darf. Es darf sich keine Munition in der Waffe sein. Es dürfen keine Geschosse in der Waffe sein. Wenn wir über Airsoft-Waffen sprechen, dann reden wir sowieso niemals über Munition. Munition gibt es im Airsoft nicht. Munition ist genauestens definiert. Bei Munition handelt es sich laut Waffengesetz um pyrotechnische Munition, um Patronenmunition, um hülsenlose Munition oder um Kartuschenmunition. Wenn wir von Airsoft-Waffen sprechen,
dann findet keine der 4 genannten Gegenstände hier Anwendung. Bei Airsoft-Waffen, bei den BBs, die wir verschießen, handelt es sich hier um Geschosse. Darauf müssen wir achten und das ist sehr wichtig, denn diese Geschosse finden wir eben hier auch in diesem Passus. Hier stand ja, wie wir uns jetzt vielleicht erinnern, dass sich auch keine Geschosse in der Waffe befinden dürfen. Und zwar ist hier gemeint, in jeglicher Form nicht. Egal, ob das Geschoss schon im Lauf steckt oder ob das Geschoss in deinem Airsoft-Revolver in der Trommel schon steckt oder ob die Geschosse im Magazin sind. Achtung, welches, also das Magazin, aber in der Waffe eingefügt ist. Das ist völlig egal. Das darf nicht der Fall sein. Sonst dürftest du die Waffe so nicht transportieren. Aber sie darf nicht nur nicht schussbereit sein, sondern auch ein sehr wichtiger und wesentlicher Punkt, sie darf nicht zugriffsbereit sein. Zugriffsbereit ist auch genau definiert, dazu schauen wir jetzt auch wieder in die Anlage 1 und zwar steht hier Folgendes: Eine Schusswaffe ist zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann. Sie ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem verschlossenen Behältnis mitgeführt wird. Sie ist zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht werden kann. Wer von uns kann jetzt genau sagen, was denn damit gemeint ist? Ein Hinweis gibt uns der Gesetzgeber schon. Wenn sie in einem verschlossenen Behältnis ist, dann gilt sie grundsätzlich schon mal nicht als zugriffsbereit. Aber was bedeutet dann eben, die Waffe unmittelbar in Anschlag zu bringen, beziehungsweise eben nicht unmittelbar in Anschlag bringen zu können? Da finden wir einen schönen Hinweis in der allgemeinen Verwaltungsvorschrift. Achtung, das ist kein Gesetz, aber eben die Verwaltungsvorschrift. Ich sage immer die Anleitung für die Verwaltungsbehörden, wie sie Gesetze umsetzen sollen. Und zwar finden wir Folgendes. Hier steht der Hinweis: Soweit Waffen in unverschlossenen Behältnissen transportiert werden, sind sie nur dann nicht zugriffsbereit, wenn sie nicht innerhalb von 3 Sekunden und mit weniger als 3 Handgriffen unmittelbar in Anschlag gebracht werden können. Das ist die Faustformel, die wir uns merken können und merken sollten, wenn wir über nicht zugriffsbereit sprechen. Wir wissen jetzt, dass die Waffe nicht schussbereit sein darf beim Transport, nicht zugriffsbereit sein darf. Jetzt stand aber hier noch von einem Ort zu einem anderen befördert wird. Der Gesetzgeber möchte eines verhindern. Er möchte verhindern, dass jeder immer eine Waffe dabei hat, solange sie denn nicht zugriffs- und nicht schussbereit ist. Das ist so nicht gewollt. Deswegen steht hier extra von einem Ort zu einem anderen. Zum Beispiel von mir zu Hause zum Airsoftfeld oder vom Waffenhändler, wo ich die Airsoftwaffe gekauft habe, zu mir nach Hause oder von mir zu Hause zu einem Kollegen. Als letzten Punkt haben wir hier erfahren, dass wir die Waffe nur im Zusammenhang mit unserem Bedürfnis transportieren dürfen. Das ist für uns nicht relevant, denn das Bedürfnis bezieht sich jetzt auf den Erwerb und Besitz. Das ist relevant für Sportschützen, für Jäger zum Beispiel. Da aber die Airsoft-Waffen ja von der Erlaubnispflicht freigestellt sind und du auch kein Bedürfnis nachweisen musst, warum du eine Airsoft-Waffe erwerben und besitzen möchtest, gibt es hier auch kein Bedürfnis. Wie sieht das Ganze jetzt in der Praxis aus? Ganz einfach, nimm einfach einen Waffenkoffer oder eine Waffentasche, mach den Reißverschluss zu und häng ein Schloss davor. Jetzt räumen wir mal mit dem Mythos auf, Waffen und Munition müssen getrennt voneinander transportiert werden. Das stimmt so nicht, das stand noch nie im Gesetz, solange ich das Gesetz kenne. Bei erlaubnispflichtigen Feuerwaffen sage ich immer, ich würde es trotzdem machen. Es geht immer um unsere Zuverlässigkeit. Denn sollte zum Beispiel bei einem Tankstopp, du verlässt das Auto, in das Auto eingebrochen werden und der Täter entwendet jetzt die Schusswaffe und darin befindet sich die Munition, dann liefern wir hier gleich ein Tatwerkzeug, das sofort vollumfänglich eingesetzt werden kann, also Waffe und Munition. Bei Airsoft haben wir vorher schon gesagt, handelt es sich ja eh nicht um Munition, sondern um Geschosse, also wäre das sowieso wieder ein anderes Thema. Der nächste Mythos ist, ich darf keine vollen Magazine zum Airsoftfeld transportieren. Das ist natürlich auch nicht richtig. Du kannst, wenn du möchtest, deine Airsoft-Magazine schon zu Hause befüllen mit BBs und kannst die so mit zum Airsoftfeld nehmen. Denn hier gibt es keine Vorschrift, die das nicht gestatten würde. Einzig und allein, nochmal, das Magazin darf sich nicht in vollem Zustand in der Waffe befinden. Ich sage immer, man kann das Gesetz natürlich so auslegen, wie man möchte und hart an der Grenze fahren. Ich rate immer davon ab. Ich sage immer,
mach's einfach so gut wie möglich. So wird es auch vom Gesetzgeber gefordert. Und so gut wie möglich, das heißt mit klarem, normalen Menschenverstand an die Sache herangehen, bedeutet für mich, die Waffe ist in einem Behältnis abgeschlossen, und zwar ein Behältnis, das Sinn ergibt, entweder eine Waffentasche oder ein dafür vorgesehener Waffenkoffer und mit einem soliden Schloss außenrum. Die BBs, die Akkus, das Gas packe ich in ein separates Behältnis. Das musst du auch nicht unbedingt absperren. Man muss ja auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit nie übertreiben, aber ja, getrennt voneinander, und dann ist alles schön und gut. Das ist für dich kein wesentlicher Mehraufwand. Wir hatten ja noch, nicht vergessen, die Airsoft-Waffen unter 0,5 Joule, denn hier gibt es schon eine Unterscheidung. Wir reden jetzt vom Paragraph 12 Waffengesetz, Ausnahmen von Erlaubnispflichten, Führen von Waffen, Ausnahme der Transport. Aber wenn wir von Airsoft-Waffen unter 0,5 Joule reden, dann sprechen wir nicht mehr von diesem Paragraph 12, sondern hier geht es dann um den Paragraph 42a, den wir uns anschauen müssen. Denn in der Regel sind das nämlich Anscheinswaffen, aber eben keine Waffen laut Waffengesetz, denn diese Airsoft-Waffen unter 0,5 Joule sind ja vom Waffengesetz grundsätzlich ausgenommen, mit Ausnahme des Paragraph 42a. Und hier müssen wir Folgendes beachten. Hier steht, es ist verboten, Anscheinswaffen zu führen. Absatz 1 gilt nicht für den Transport in einem verschlossenen Behältnis. Das heißt, wir müssen hier zusätzlich beachten, dass anders als im Paragraph 12, wo nur steht, dass die Waffe nicht zugriffsbereit sein darf, wir erinnern uns an die Faustformel mit 3 Sekunden, 3 Handgriffen, eben explizit ein verschlossenes Behältnis gefordert wird. Aber so wie wir es machen, ist es sowieso richtig. Wir nehmen immer ein verschlossenes Behältnis und machen ein Schloss darum.